Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch einen Hexenhut nähen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes misst du den Kopfumfang aus. Bei mir sind das 56 cm. Nun brauchst du ein bisschen Mathematik. Und zwar musst du nun den Umfang durch Pi teilen, damit du an den Durchmesser kommst. In meinem Fall ist es 56 durch 3,14, sind dann 17,8. Das runde ich mir auf 18 und gebe 2 cm Nahtzugabe hinzu. So komme ich auf einen Durchmesser von 20. Dann berechne ich mir den Radius, also Durchmesser durch 2, und erhalte den Radius 10. Den notiere ich mir nochmal, den brauche ich später an anderer Stelle auch noch. Und dann wähle ich mir einen Winkel aus. Und zwar ist es Alpha und der kann variieren zwischen 60 und 120 Grad. Je kleiner der Winkel, desto spitzer der Hut. Und je kleiner der Winkel, desto höher die Spitze. Da musst du frei wählen, was du möchtest. Ich habe mich für 60 Grad entschieden, also berechne ich mir da jetzt noch S, und das sind 360 mal R durch Alpha, also in meinem Fall 360 mal 10 durch 60, und dadurch komme ich auf 60. S ist also bei mir auch 60. Diese Zahlen brauchen wir nun, um das Schnittmuster erstellen zu können. Nehmt euch als erstes einen Zirkel und stellt den auf euren Radius ein und zieht damit einen Kreis. Nehmt euch nun ein Lineal und setzt vom Kreis aus im Abstand von 10 cm kleine Hilfspunkte. Nehmt euch nun ein Kurvenlineal und verbindet eure Hilfspunkte. Sobald ihr alle Punkte verbunden habt, könnt ihr das schon ausschneiden. Der innere Kreis wird auch ausgeschnitten. Als nächstes braucht ihr euer Maß S und zieht damit eine Gerade. Nun nehmt ihr ein Geodreieck und setzt es hier an und markiert euch den von euch gewählten Winkel. Verbindet dann eine kurze Gerade zum Eckpunkt und verlängert diese Linie auf euer Maß S. Setzt euch nun weitere Hilfspunkte mit eurem Maß S. Verbindet nun wieder mit Hilfe des Kurvenlineals eure Hilfspunkte. Wenn ihr alles verbunden habt, könnt ihr auch das ausschneiden. Das sind nun die beiden Schnittteile, die wir brauchen. Dieses Teil schneiden wir uns insgesamt 4-mal zu, 2-mal aus Stoff und 2-mal aus Flieseline. Das gleiche gilt für den Kegel. Den brauchen wir 2-mal aus Stoff und 2-mal aus Flieseline. Wenn ihr den Kreis hier viertelt, und dann euren Stoff ebenfalls viertelt, indem ihr ihn erstmal so aufeinander legt und dann noch einmal so faltet. Dann könnt ihr euer Schnittmuster hier an die Ecke anlegen und hier schneiden und hier schneiden. Als nächstes wird die Flieseline jeweils auf die linke Stoffseite aufgebügelt. Dann
klappt ihr das einmal mittig aufeinander und markiert euch die Stellen am inneren Kreis. Dann klappt ihr das wieder auf, setzt die Nadeln aufeinander und markiert euch wieder am inneren Kreis die beiden anderen Stellen. So habt ihr es sauber geviertelt. So sollte das nun ausschauen. Nehmt euch dann die beiden Kegelschnitte und legt auch diese links auf links aufeinander und schließt die beiden langen Seiten. Nehmt auch dafür einen halben Zentimeter. Wenn ihr an der Spitze angekommen seid, hebt ihr das Nähfüßchen, lasst die Nadel stecken, dreht euren Stoff, senkt dann das Nähfüßchen wieder ab und näht bis zum Ende weiter. Legt dann die beiden langen Seiten aufeinander und näht sie im Abstand von 1 cm zusammen. Schneidet dann als nächstes oben an der Spitze die Nahtzugabe bis knapp an die Naht weg. Jetzt könnt ihr den Kegel wenden. Arbeitet beim Wenden die Spitze schön aus. Teilt nun den Kreis unten am Kegel auch in 4 gleiche Teile ein. Nehmt euch dann den Kreis und setzt ihn rechts auf den Kegel an und verbindet die jeweiligen Nadeln. Setzt euch dann noch weitere Nadeln, damit das Annähen gleich einfacher geht. Wenn ihr euch alles gut festgesteckt habt, wird das alles im Abstand von 1 cm zusammengenäht. Nehmt euch jetzt einmal Nahtband zur Hand und legt es an den äußeren Kreis an und steckt es euch gut fest. Am Ende klappt ihr das Nahtband ein Stück ein und überlappt es über euren Anfang. Näht das Nahtband nun in einem Abstand von 1 cm an. Nehmt euch dann das Nahtband und näht es auch am inneren Kreis fest. Steckt euch alles einmal gut zusammen, überlappt die Enden und näht es dann im Abstand von einem halben Zentimeter an. Und schon ist der Hexenhut fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachnähen.